Du glaubst wirklich, du bist nur Materie? Nur ein biologischer Computer aus Fleisch, Strom und Chemie? Wenn dein Gehirn abschaltet, soll plötzlich alles vorbei sein. Deine Erinnerungen weg, deine Persönlichkeit ausgelöscht, deine Liebe bedeutungslos, einfach Dunkelheit. Ende. Genau das verkauft dir die moderne Welt. Der Mensch als Zufall, Bewusstsein als chemische Reaktion, Gefühle als elektrische Signale. Doch tief in dir spürst du, dass irgendetwas daran nicht stimmt. Denn wenn du wirklich nur ein Körper wärst, warum fühlt sich dein Inneres dann größer an als dein Körper selbst? Warum gibt es diesen Teil in dir, der selbst in Chaos, Schmerz und Angst sagt, das bin nicht wirklich ich? Und genau hier beginnt das gefährlichste Rätsel überhaupt. Denn plötzlich merkst du, der Körper beeinflusst dich zwar extrem, aber er erklärt dich nicht vollständig. Schlafmangel verändert deine Stimmung. Stress macht dich aggressiv. Krankheiten können Erinnerungen zerstören. Ein geschädigtes Gehirn kann sogar Persönlichkeit verändern. Und trotzdem sagen Menschen oft über Kranke oder Demenzpatienten, tief drinnen ist er immer noch derselbe Mensch. Warum sagen wir das? Warum fühlt sich dieser Satz so echt an? Weil wir instinktiv verstehen, dass der wahre Mensch tiefer liegt als die sichtbare Hülle. Dass hinter den zerstörten Synapsen noch etwas existiert, das größer ist als die biologische Maschine. Und genau das macht vielen Angst. Denn wenn Bewusstsein mehr ist als Materie, dann bedeutet das auch Verantwortung. Dann bist du nicht nur ein Tier mit besseren Instinkten. Dann hat dein Leben Gewicht. Dann haben Entscheidungen Konsequenzen. Dann ist Liebe nicht bloß Chemie, dann ist Schmerz nicht einfach nur ein elektrisches Signal. Und plötzlich wirkt die moderne Welt seltsam leer. Denn überall sieht man Menschen, die funktionieren, aber sich selbst verloren haben. Menschen stehen morgens unter der Dusche und merken plötzlich, dass sie die letzten Minuten komplett automatisch erlebt haben. Der Körper funktioniert, aber innerlich fühlt sich alles seltsam weit weg an. Im Supermarkt greifen Menschen nach Dingen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, nur um dieses kurze Gefühl von Leere zu betäuben. Im Aufzug starren plötzlich alle auf ihre Bildschirme, obwohl niemand wirklich etwas Wichtiges sieht. Hauptsache beschäftigt. Hauptsache das eigene Innere wird nicht zu laut. Und dann gibt es diese merkwürdigen Momente mitten im Alltag. Man schaut aus dem Fenster eines fahrenden Autos und plötzlich fühlt sich das ganze Leben für einen kurzen Augenblick unwirklich an. Oder man liegt nachts völlig erschöpft im Bett, doch der Körper will schlafen, während irgendetwas im Inneren wach bleibt. Und genau diese Momente sind gefährlich, weil sie etwas sichtbar machen, das im normalen Lärm des Alltags ständig verdrängt wird. Und genau hier kippt plötzlich alles. Denn wenn du wirklich nur Materie wärst, warum fühlt sich dein Bewusstsein dann oft wie ein Beobachter an? Warum gibt es dieses merkwürdige Gefühl, dass Gedanken zwar in dir auftauchen, aber gleichzeitig etwas in dir diese Gedanken beobachtet? Das ist kein kleiner Unterschied, das verändert alles. Denn Materie kann reagieren. Aber warum sollte Materie ein Ich-Gefühl besitzen? Warum sollte ein Haufen Zellen plötzlich Angst vor Bedeutungslosigkeit haben? Warum sollte Materie nachts wach liegen und über den Sinn des Lebens nachdenken? Warum sollte Chemie Liebe empfinden, Hoffnung entwickeln, Schuld fühlen, Sehnsucht spüren? Das ergibt keinen echten Sinn. Und trotzdem versuchen Menschen verzweifelt, genau das zu glauben. Weil die Alternative alles verändern würde. Denn vielleicht ist dein Gehirn nicht der Ursprung deines Bewusstseins, sondern nur das Werkzeug, durch das es sich ausdrückt. Wie ein Radio, das Musik wiedergibt. Wenn das Radio kaputt geht, wird die Musik verzerrt. Aber niemand würde behaupten, die Musik existiere nur im Lautsprecher. Doch genau diesen Fehler machen viele beim Menschen. Sie sehen die Verbindung zwischen Gehirn und Bewusstsein und glauben sofort, beides sei identisch. Aber Verbindung bedeutet nicht Ursprung. Und genau deshalb ist die Vorstellung so mächtig, dass der wahre Kern eines Menschen selbst dann weiter existieren kann, wenn der Körper versagt. Und genau dieser Gedanke macht Menschen nervös, weil plötzlich alles mehr Gewicht bekommt. Plötzlich bekommt jede Entscheidung Tiefe, jede Handlung Bedeutung.
jede Verletzung Konsequenzen. Und genau davor fliehen viele Menschen ihr ganzes Leben lang. Die Wahrheit ist brutal. Die meisten Menschen vermeiden diese Fragen nicht, weil sie unwichtig sind, sondern weil sie zu groß sind. Deshalb betäuben sich Menschen mit Ablenkung. Arbeit, Konsum, Dauerbeschallung. Hauptsache, beschäftigt bleiben. Hauptsache, nicht still werden. Denn Stille ist gefährlich. In der Stille merkst du plötzlich, dass dein Inneres nicht einfach nur aus chemischen Reaktionen besteht. Dass da etwas Bewusstes in dir existiert, das beobachtet, das denkt, das sich selbst hinterfragt. Und genau dieses Bewusstsein ist das große Problem für jede rein materielle Erklärung des Menschen. Hier wird es wirklich seltsam. Denn je stiller es wird, desto deutlicher spürst du plötzlich etwas, das kaum in Worte passt. Dieses Gefühl, dass dein wahres Ich tiefer liegt als deine Gedanken, tiefer als deine Emotionen, tiefer sogar als deine Persönlichkeit. Gefühle verändern sich, Gedanken verändern sich, der Körper verändert sich. Erinnerungen können verschwinden, Persönlichkeiten können sich durch Krankheiten verändern. Und trotzdem sagen Menschen immer wieder denselben Satz, irgendetwas von ihm ist noch da. Warum? Weil Menschen intuitiv spüren, dass Bewusstsein möglicherweise nicht einfach nur produziert wird, sondern sich ausdrückt. Durch den Körper, durch das Gehirn, durch Emotionen, aber nicht vollständig aus ihnen besteht. Und plötzlich ergeben Dinge Sinn, die vorher irrational wirkten. Warum manche Menschen trotz Krankheit Frieden ausstrahlen, warum manche kurz vor dem Tod klarer wirken als Menschen mitten im Leben, warum manche Menschen nach tiefem Leid plötzlich ruhiger werden statt bitterer. Die moderne Welt nennt das irrational. Aber vielleicht ist genau das die größte Selbsttäuschung unserer Zeit. Vielleicht ist der Mensch nicht zu spirituell geworden. Vielleicht ist er zu oberflächlich geworden. Vielleicht haben wir vergessen, nach innen zu schauen. Und genau dort beginnt etwas Gefährliches. Denn wenn ein Mensch beginnt, wirklich nach innen zu schauen, merkt er plötzlich, wie laut seine gesamte Existenz geworden ist. Dauernd Reize, dauernd Input, dauernd Ablenkung. Menschen können stundenlang scrollen, aber 5 Minuten echte Stille kaum aushalten. Das klingt harmlos. Ist es nicht. Denn vielleicht vermeiden Menschen Stille nicht wegen Langeweile. Vielleicht vermeiden sie Stille, weil dort plötzlich Fragen auftauchen, die das gesamte Leben verändern könnten. Wer bin ich eigentlich ohne Ablenkung? Wer bin ich ohne Rolle, ohne Leistung, ohne Erwartungen, ohne Maske? Und genau hier beginnt die eigentliche Krise vieler Menschen. Nicht außen, innen. Manche Menschen funktionieren nicht gut. Sie funktionieren nur trotz innerem Chaos. Dieser Satz beschreibt Millionen Leben. Menschen wirken stark, obwohl sie innerlich erschöpft sind. Menschen wirken kontrolliert, obwohl ihr Nervensystem permanent Alarm schlägt. Menschen lachen und fühlen sich trotzdem leer. Und genau deshalb wird das Thema Bewusstsein so gefährlich, weil es Menschen zwingt, sich selbst zu begegnen. Nicht der Rolle, nicht dem Image, nicht der Maske, sondern dem echten Inneren. Und dieses Innere fühlt sich oft größer an als der Körper selbst. Das ist kein Zufall. Vielleicht liegt genau darin der Grund, warum Menschen selbst im größten Leid nicht aufhören zu hoffen. Warum manche trotz Trauma weiterleben können. Warum manche trotz Verlust nicht vollständig zerbrechen. Warum selbst sterbende Menschen manchmal eine Ruhe ausstrahlen, die rational kaum erklärbar ist. Und jetzt passiert etwas Absurdes. Die moderne Welt betrachtet genau solche Momente oft als Schwäche oder Irrationalität. Doch vielleicht zeigen gerade diese Momente etwas unglaublich Wichtiges. Vielleicht ist das Bewusstsein des Menschen nicht bloß ein Unfall der Biologie. Vielleicht ist es etwas Fundamentaleres. Etwas, das sich durch den Körper ausdrückt, aber nicht vollständig an ihn gebunden ist. Und genau dieser Gedanke verändert plötzlich alles. Dann bist du nicht einfach nur ein Körper, der irgendwann verwest. Dann ist dein Inneres etwas Unfassbares. Etwas, das größer ist als das Sichtbare. Dann bekommt Liebe plötzlich Tiefe. Dann bekommt Schmerz Bedeutung. Dann wird Hoffnung mehr als bloßer Selbstschutz. Und vielleicht erklärt genau das auch,
Warum Menschen trotz aller Dunkelheit weiter nach Sinn suchen. Warum etwas in ihnen sich weigert, zu glauben, dass alles bedeutungslos ist. Denn tief drinnen spüren viele Menschen etwas, das sie kaum erklären können, dass ihr wahres Ich niemals vollständig aus Materie bestand. Und genau deshalb fühlen sich manche Momente im Leben größer an als jede wissenschaftliche Erklärung. Ein letzter Blick, eine unerklärliche innere Ruhe, das Gefühl, wirklich gesehen zu werden. Oder dieser merkwürdige Augenblick mitten in der Nacht, wenn plötzlich alles still ist und du für einen kurzen Moment das Gefühl hast, dass hinter all dem Lärm deines Lebens noch etwas anderes existiert. Etwas Bewusstes, etwas Echtes, etwas, das die ganze Zeit da war. Und vielleicht beginnt genau dort die eigentliche Reise. Denn wenn Bewusstsein tatsächlich tiefer geht als Materie, dann erklärt das auch, warum dein Körper oft im Überlebensmodus festhängt, obwohl äußerlich längst keine Gefahr mehr existiert. Warum dein Nervensystem Erinnerungen speichert, die dein Verstand längst verdrängt hat. Warum manche Menschen sich selbst verlieren, obwohl medizinisch alles okay ist. Und genau darum geht es im verlinkten Video. Nicht einfach nur um Stress, sondern um die 3 Phasen, in denen ein Mensch langsam versteht, wie sehr sein Körper eigentlich versucht hat, ein Bewusstsein zu schützen, das möglicherweise viel größer ist, als die moderne Welt wahrhaben will.